Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Cthulhu. Das ist das zweite Kapitel. Wir spielen Edward Pierce, ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der jetzt für eine Detektei arbeitet und ja, er hat Albträume, ja, irgendwie vom Ersten Weltkrieg her, und dann hat er noch so komische Träume, die so, ja, so eigenartig sind mit so komische Tentakelwesen und so. Das hat man ja im ersten Teil dann gesehen. Und dadurch natürlich auch Alkoholprobleme. Ja, nun hat er einen Auftrag angenommen von Steven Webster, das ist so ein Unternehmer und Kunstsammler. Und ich lese mal hier vor und dann geht's weiter. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce' Ermittlung zu sein. Gut, dann tritt mir den Wahnsinn mal bei. Ja, jetzt sind wir im Hafen angekommen. Haben mit ihm geredet da, das ist der Captain. Der Name ist nicht auswendig, der hat gesagt, wir sollten mal da zum gestrandeten Wal gehen. Aber wir gucken uns mal den Strand an und reden mit Leuten, wenn man kann. Was ist denn hier los? Okay. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Mhm. You can't understand. You're not sailors. Okay. It's a sign. There's something... The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. Okay. It's a sign. There's something coming. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Müde, wird doch angefressen irgendwie oder so. Trouble. Kann man hier noch You reden? can't Nee. understand. You're not Boah, sailors. der Officer sieht echt It's a gruselig sign. aus, finde ich. Ja, There's something coming. Something ja, real ja, bad. ich glaube, wir gehen mal in die Bar. hä? Was haben wir hier? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Haben wir hier noch was? Was sind das für einer? Das sind noch ein paar Typen hier. Ja, gehen wir mal in die Bar jetzt. Genau.
Ui. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Ja, so kleinlich der Typ. Ja, komm. That'll be all for now. Boah. Richtig alles runtergekommen hier auf der Insel. Hä? Kann mit dem noch reden? Penner. Ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen rum. Hä? Was haben wir hier? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Okay. Was haben wir hier?
Strafen. You have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. Ich höre nicht My zu. God. You said it. Okay, 4. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Artikel zum wundersamen Fang. Der Chante. 21. Mai 1847. Wundersamer Fang. Scylla kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Scylla oder das, was von ihr übrig blieb, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigsten Zahnwale betrifft, bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleuten erzählte eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Okay. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Marks vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über Ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Mr. Marks. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waldtran. Zögern Sie also nicht. Aha, sehr seltsam. The girl, doctor. Cold. She won't stop asking. Was bist du für einer? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Was du da für komische Zeichen, Mann? That's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Irgendwie nichtssagend. Macht ihr hier? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Ja, irgendwas hat doch mit dem Wal nicht gestimmt, wenn ihr mich fragt. Was haben wir hier? Eine Dame.
Gehen wir gleich, wenn wir mal hier gucken. Ja, reden wir mal mit ihr. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Du, das war nicht so gut. I told you to beat it. Jo, das ist nicht so gut gelaufen. Nochmal mit dem Barbesitzer reden hier. Ich glaube, das war alles schon. Ne? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Okay, ich verstehe das nicht. That's it. Maybe we should let him take Ah, it. da sagt die das gleich. No, the risks are too high. It's a book, after all. Kann die nochmal schubsen? Nee. Pure knowledge. Warte mal, vielleicht nochmal reden mit ihm. You again. Ja, ich schon wieder. Captain Gib mir jetzt Fitzroy einen Drink. told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been Oh, drinking it here. Anything else? That'll be all for now. Na gut, das war's dann wohl. Ah, warte mal, ich wollte noch schnell dort gucken. Hier schneller laufen ein bisschen. Da war doch noch eine Tür. Hier ist hier was? Nein. Ne, abgeschlossen. I told you to beat it. Ja, ja, ist ja gut. Na gut, gehen wir mal hier raus. Ja, viel haben wir ja nicht rausgefunden, außer in dieser großen Fang hier. Dann gehen wir mal zum Captain, aber ist hier noch was? Kann man das nehmen da, die Lampe? Nein. Stehen immer noch dort, alle. Ist das? Wer ist das da? Einer, der fischt. Können wir mit dem noch mal reden? Nein. Oh, seht ihr das Schiff da drüben? Sieht schon recht runtergekommen aus hier. So. Boah. Ja, gehen wir mit dem Captain reden. Harbor Master. Ja, gehen wir mal rein. Die Tür zu. Was ist das, die Klingel? Die steht doch da. Na komm. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Na gut. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Ladungsverzeichnis. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Drehen. Okay. Ah, weg ist er. Ah, wo geht er hin? Ah, geht weg. Aber das steht dort, da können wir uns ein bisschen umsehen, oder? Was haben wir hier? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Drohbrief. Kapitän, die Abmachung ist klar. Halte deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung. Cat.
zu. Jetzt noch weiter umsehen. Also, wenn der nichts sagt, können wir uns doch umsehen, oder? Was haben wir hier? The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, ist das Schiff, das dort liegt, hä? War das mit dem großen Fang? A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Du stehst dort, hä, immer noch. Naja, ich gucke mir nur die Papiere an, ich mache nichts. Ah, Einführung in die Medizinkunde, Band 2. Gut, gut. Ah ja, da haben wir noch Informationen. Ah, wir haben noch einen Punkt, wo wir verteilen können, ne? Wollen wir das verteilen in Redegewandtheit? Ich glaube, ich mache das mal. Da haben wir jetzt Medizinkunde, einer hoch. 1 von 5. Okay, was haben wir noch? Nee. Nein, nein, nein. Hinzufügen. Nee, bestätigen mit Optionstaste. Das haben wir schon. Irgendwas muss doch da noch sein. Ah ne, warte, so, Darkwater. Da haben wir einen neuen Charakter. Roy Mitchell. Alter 55. Tätigkeit: Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man es an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seiner Alkoholquelle erkundigen. Zum gestrandeten Wal. Eine Bar, in der Alkohol in völliger Straffreiheit serviert wird, ist das Letzte, was ich auf dieser Insel erwartet hätte. Zum gestrandeten Wal heißt die Schenke, die mit eiserner Hand vom Besitzer, einem gewissen Mitchell, geleitet wird. Er duldet keine Unruhestifter und schützt hartnäckig die Identität seines Lieferanten. Alle Bewohner der Gegend treffen sich hier und es scheint sogar eine Art Waffenstillstand zwischen den Schmugglern und den Seeleuten zu geben. Ah, das ist das, was wir gelesen haben. Ah, da haben wir noch was. Hafen von Darkwater. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack des Scylla vorbei, dem letzten Walfangschiff, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen nach der Suche nach kleinen Tagesjobs am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Captain Fitzroy vor, dem letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist hier nur noch eine ferne Erinnerung. Hinweise, ja, das haben wir hier. Und den Drohbrief von einer gewissen Cat. Also bis jetzt kennen wir ja nur eine Frau hier auf der Insel, die in der Bar. Könnte das Cat sein? Die kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ah, das waren diese. Ja, das ist das. Gut, schauen wir uns noch hier ein bisschen rum. Hier geht's raus. Ah, da waren wir schon. Da hinten ist also die Scylla, oder wie die heißt. Sagt man Scylla? Scylla? Ja, ich denke schon. So, der steht immer noch dort. Dann
riskieren wir mal einen Blick rauf. Der denkt ja immer noch, wir gucken uns die Papiere an. Ne? Das Muscheln. Ja, da gibt es noch einiges. Eine Schublade aufmachen, was haben wir hier? This man and Fitzroy could be twins. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht. Auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Vater vielleicht oder so? Haben wir hier noch? Da ist nichts. Machen wir dazu, sonst merkt er, sie hier herumgeschnüffelt haben. Was ist What a das? macabre souvenir. Ach, das ist das Holzbein, oder? What a macabre Oh souvenir. Gott. Ich glaube, soweit haben wir ja alles. Hä? Eine Karte. Ja, ich denke, wir haben hier alles. Ah, noch die Klingel. Broken. This place seems half abandoned. Okay. Kaputt. Ja gut, haben wir alles. Hä? Oh, nee. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Aha. Da ist die Toilette. Haben wir vielleicht hier noch was? Nein. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's Oops. office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no.
That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay, naja, da können wir jetzt von dem Foto auch mal I was erzählen. looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. Ja, You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Nee, das hat kein Holzbein. Neues Ziel. Ah, ich habe schon wieder einen Charakterpunkt zu verteilen. Ne, das ist hier gut. Okay, entdecken. Ja. Machen wir mal das. Nein. Oh, ich mache immer was falsch. Bestätigen hier. Das ist der Captain James Fitzroy. Alter 45. Tätigkeit Captain. James Fitzroy ist der Kapitän der Charybdis, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meinen Ermittlungen an. Yep. Noch ein Hinweis, das ist das Foto. Hä? Gut. Schauen wir uns mal auch mal im Hafen rum und danach sehen wir uns mal das Lagerhaus an. Oh, was ist das für Leute? Kann man mit denen reden? Nein. Ne, die reden da immer noch. Was haben wir hier? Der hat keine Zeit zum Reden. Was ist das für eine Statue dort? Das sehen wir uns mal an. Hier rauf? Nee. Hier gibt es auch nichts. Ah, guckt das mal. Guckt euch das mal an. Ah, cool. There. Das eine gute Idee ist. Versteckte Gegenstände findet. Die Fähigkeit Entdeckung ermöglicht dir versteckte Gegenstände in der Okay. Ah, Feuerzeug. Hello, old friend. Ah, eine Schnapsflasche. Sonst noch was? Oh. Gekritzelte Notiz. Cat weiß von den Diebstählen aus ihrem Alkoholvorrat. Sie wird bald herausfinden, wer es war, und dann will ich nicht in seiner Haut stecken. Somebody's stealing from the bootlegger's stock of liquor. Naja, können das Feuerzeug wieder wegmachen. Hallo? Ah.
Ah, mit Dreieck kann ich es rausnehmen. Gut. Hier noch was? Nee. Statue hier. Ne, das sieht sehr komisch aus. Okkultismus. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Mhm. Brendan. I've no idea what it says. Na gut. Nein, hier. Okkult. Heiliger Brendan. Beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater? Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brendan andere Götter und deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer dem alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Inventar, das ist die Flasche, die wir hier haben. Schnapsflasche. Diese Flasche ist Teil einer Ladung, die von Cat, der Anführerin der Schmugglerbande, gestohlen wurde. Die perfekte Möglichkeit, die Wache am Eingang des Lagerhauses unter Druck zu setzen. Okay. Das Cat, das war wirklich die an der Bahn. Die ist die Anführerin der Schmugglerbande hier auf der Insel. Ne, bisschen schneller laufen hier. Noch ein paar Leute. Was ist das für einer? Der hat nichts zu sagen. Ist das Lagerhaus dort? Hä? Könnte sein. Haben wir nichts. Reden wir mal mit dem. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy?
Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Also verstehe ich das richtig, dass das ist eine Schmugglerbande und dieser Captain Fitzroy wird von denen erpresst, hä? Ja. Ja, da steht ja einen Weg im Lagerhaus 36 finden. Sagen wir. Oh. Bei meiner Ankunft auf Darkwater sah ich dichte Wolken am Himmel. Sie hingen so tief, als wollten sie sich auf den spitzen Klippen rund um die Insel aufspießen wollen. Fitzroy, der Kapitän der einzigen Nussschale, die es bis aufs Festland schafft, bot mir Hilfe an. Er könnte Unterlagen besitzen, die Charles Hawkins gehört haben könnten. Fitzroy hat mir geraten, der Hafenbar einen Besuch abzustatten. Er erwähnt einen kleinen Aufräumer. Ja, das haben wir schon gemacht. Das mit dem Fisch da haben wir auch. Das Archiv auch. Ja. Gehen wir mal zu den zwei Typen da. Ja, warte mal, kann man hier. Ja, gehen mal da rein, dann können wir vielleicht zuhören. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even, and don't go looking there. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the Cap while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay. Reden wir mal mit denen. No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Ja, was machen wir hier? I bid you gentlemen farewell. Ja, ich versuche mal nochmal mit der Cat zu reden. Aber zuerst reden wir noch mit dem. Was ist das für einer? Where do you think you're going? Officer Andrews. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist?
Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ja, okay. So, wollen wir uns zuerst noch hier rumsehen und uns, ja. Ist hier was? Mein Gott, alles runtergekommen hier. Oh, bist du denn? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Die hat da alles ganz schön in ihre Hände, hä? Da kommen wir nicht vorbei. Das Auto sperrt uns den Weg. Aber was haben wir hier? Das Feuerzeug mal holen. Oh. Aha. Hebel. Dieser Hebel aktiviert einen Mechanismus. A handle. It must come from these old winches. Ah, kann man vielleicht hier oben was machen. Warte mal. Was ist das? Eine Leiter. Ja, gehen wir gleich. It looks like there's a way in under this grate. Okay. Was haben wir hier? Sperrklinke. Mit diesem Teil kann schwere Lasten gefahrlos gehoben und gehalten werden. This ratchet device seems to be usable. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Ich glaube nichts mehr. Das ist doch ein Fragezeichen und das heißt, irgendwas muss hier doch noch sein, oder? Alter. Was denn? Ah, hier, guck. Dieses Zahnrad ist ein Teil eines Mechanismus. An old cogwheel. Rusty, but in working order. Wir gehen mal die Leiter hoch. Oh.
I could use this old winch to lift the grating. Okay. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Na, dann mach mal. Stark genug überhaupt? Damn, I broke it. Oh. Idiot. Und jetzt? Schauen wir uns mal das an. Ja, und nun? Warte mal. War ich jetzt zu schwach oder was war jetzt? Oder zu stark? Na gut, gehen wir mal raus. Well, well. Oh. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, Detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Oh! Du Scheibe. Was läuft denn hier ab? Oh! Ja, so Pierce, die hätt's doch... Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Ach du Scheibe. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Okay. Hat sie uns einfach hier liegen lassen. Aber wir scheinen noch unversehrt zu sein. Ja, immer noch ein Weg ins Lagerhaus 36 finden. Da haben wir sie, Cat, Alter 24, ist ja recht jung noch, hä? Bandenchefin, Anführerin einer Schmugglerbande, die Darkwater als Versteck benutzen. Cat behält ihr Revier, die verlassene Lagerhäuser am Hafen, immer im Blick. Ich habe das Gefühl, dass alle Männer auf Darkwater sie fürchten. Selbst Mitchell, der Schankwirt vom gestrandeten Wal, spricht nicht gern über sie. Sie nutzt Darkwater als Ausgangspunkt für ihre Whisky-Ladung und dringt langsam in Captain Fitzroys Revier vor. Ja, da haben wir noch viel zu tun, hä? Und wir müssen irgendwie in das Lager rauskommen. So, nun, ich beende diesen Part und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden nächstes Mal rausfinden, wie wir in den Lagerhaus kommen. Euer God of Bird, bis dann, tschüss!